Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Robert Klink und heute geht es mal um ultraleichte Kamera- und Audioausrüstung, die sich am besten für ultraleicht-Tracking-Touren oder auch klassische Tageswanderungen eignet. Ich habe schon sehr viele Anfragen bekommen, dass ich doch mal meine Ausrüstung zeigen soll, wie ich meine Wandervideos drehe. Und da habe ich natürlich verschiedene Kameras dabei oder auch Mikrofone, um einerseits meine Stimme aufzeichnen zu können, andererseits zeichne ich auch gerne Naturgeräusche auf, wie zum Beispiel Vögelgezwitscher oder Regengeräusche. Ja, man möchte natürlich immer eine praktische Kamera dabei haben, die soll leicht sein, die soll kompakt sein, die muss zuverlässig sein, einen geringen Stromverbrauch haben und natürlich auch sehr robust gegen verschiedene Outdoor-Einflüsse sein. Und man kann damit natürlich auch Fotos machen und ich halte die zum Beispiel auch gerne immer in solchen Fotoalben fest. Und ich möchte euch einfach mal verschiedene Modelle und Optionen zeigen, ein bisschen meine Erfahrung wiedergeben. Bei mir hat sich auch in den letzten Jahren einiges so verändert an dem Equipment. Und ja, ich kann euch da, denke ich, ein paar Empfehlungen auf jeden Fall geben. Und zuerst möchte ich euch grundsätzlich mal Kameras zeigen, mit denen man dann Fotos einerseits machen kann und auch dann Videoaufnahmen aufzeichnen kann. Danach können wir uns einmal Mikrofonoptionen anschauen, entweder wie gesagt für die eigene Stimme, um auch dabei was zu sagen, oder eben um gezielt Naturgeräusche wirklich professionell aufzeichnen können. Und zum Schluss zeige ich euch gerne nochmal, wie ich zum Beispiel meine Fotos in so einem Fotobuch dann verwende und welche Software ich benutze, um meine Videos noch zu verbessern, zu schneiden und welche Software ich benutze, um ja meine Bilder noch ein bisschen anzupassen und die auch wirklich in Masse bearbeiten zu können, damit die wirklich am Ende perfekt aussehen. Ja, fangen wir mit den Kameraoptionen an und nebenbei werde ich, während ich rede, auch immer ein paar Testfotos, Testaufnahmen, Testvideos zeigen zu den einzelnen Modellen, die ich euch zeige. Da habe ich separat mal letztens eine Wanderung gemacht und mal dieselbe Szene quasi mit allen Kameras fotografiert und auch gefilmt. Ja, und als Mittelpunkt und als Allrounder sehe ich erstmal grundsätzlich immer das Smartphone an. Und da habe ich mal beispielsweise hier eins mitgebracht, das ist ein Samsung Galaxy S8. Mittlerweile verwende ich ein Galaxy S23, mit dem ich gerade filme. Und das andere Smartphone hier ist ein Galaxy S20. Und so hat sich beim Smartphone bei mir auch über die Generation das Ganze entwickelt. Ja, ein Smartphone hat man natürlich immer dabei. Und mittlerweile, das wissen die meisten selber, sind die Geräte auch wirklich durchaus brauchbar, um Fotos und Videos zu machen. Und auch die letzte Generation, ich fand den Sprung von meinem S20 auf das S23 auch nochmal sehr, sehr groß. Und man hat im Prinzip ein Gerät, was einerseits sehr gute Fotos machen kann, mit verschiedenen Objektiven. Das S23 hat zum Beispiel 5 Stück alleine mit verschiedenen Zoomstufen und auch wirklich brauchbare Videos aufzeichnen kann mit einem brauchbaren Mikrofon. Und selbst wenn man dann noch eine separate Kamera mitnimmt, ist das Smartphone immer ein sehr, sehr gutes Backup. Weil zum Beispiel auch bei der Navigation habe ich immer 2 Möglichkeiten dabei. Mal ein Backup, falls mal eins ausfällt, kann man noch mit einer anderen Möglichkeit navigieren. Und so ist es bei mir bei den Fotos und Videos auch. Ich hatte das wirklich schon sehr, sehr oft. Ich würde sagen, jede zweite, dritte Tour habe ich irgendein Problem mit einer von meinen Kameras. Und da ist es wirklich gut, wenn man dann noch ein Backup hat. Ja, und ich kann hier natürlich nicht für alle Smartphones sprechen. Jedes Smartphone hat auch leicht andere Eigenschaften, andere Kameras, andere Einstellmöglichkeiten. Als grundsätzliche Empfehlung kann ich euch sagen, dass bei Smartphones die höchstmögliche Auflösung immer besser aussieht als eine geringere. Mein S23 kann mittlerweile zum Beispiel in 8K aufzeichnen und das sieht deutlich besser aus als eine 4K-Aufzeichnung. Und später, bevor ich das Video bei YouTube zum Beispiel hochlade oder mir auf dem PC speichere, rendere ich das sowieso in 4K runter. Und da trotzdem, obwohl beide Videos dann am Ende im 4K sind, sind meistens die Objektive, die höhere Auflösungen unterstützen, besser. Genau dasselbe gilt auch für Fotos. Teilweise hört man Werte von 50 Megapixeln, 200 Megapixeln. Bei richtigen Systemkameras reicht oft auch 13 Megapixel oder 16 zum Beispiel. Aber bei Smartphones merkt man wirklich einen deutlichen Unterschied. Die profitieren von Auflösung und auch den Megapixeln. Ja, und zur Framerate, die man empfehlen kann, da gibt es teilweise 60 oder 30 oder bei niedrigeren Auflösungen auch 120 Bilder pro Sekunde. Und ja, da kommt man langsam an die Grenzen, gerade bei diesen hohen Bildwiederholungsraten von Smartphones. Die können dann nicht unendlich Datenrate, also Bitrate, speichern. Ich möchte nicht zu technisch werden, aber auch da kann ich empfehlen, lieber mit einer niedrigeren Bildwiederholungsrate zu filmen, zum Beispiel 30 Bilder pro Sekunde und die dann gegebenenfalls später noch mit einer Software hochzurechnen auf 60 Bilder pro Sekunde. Wie das geht, kann ich gerne auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Und am Ende ja, habe ich dann eigentlich immer Material, was 4K und 60 Bilder pro Sekunde hat und was dann wirklich sehr, sehr brauchbar aussieht.
Auch ein Thema natürlich ist die Robustheit oder der Wasserschutz. Und ein Smartphone, die meisten sind heutzutage mindestens spritzwassergeschützt, staubresistent, ein paar können auch problemlos unter Wasser mal kurz bedient werden, natürlich nicht auf Dauer, aber es eignet sich immer noch eine extra Hülle zu verwenden. Einerseits möchte man natürlich nicht, dass alles aus der Hand fällt, dann kaputt geht. Andererseits gibt es auch immer eine Schwachstelle, nämlich die Ladebuchse, den Ladeport. Und da soll keine Feuchtigkeit reinkommen, weil das kann schon mal passieren, dass man das Gerät dann tagelang teilweise nicht mehr aufladen kann, gerade wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist oder es immer regnet. Das hatte ich in Schweden zum Beispiel auch, wenn da einmal Wasser drin ist und es bleibt kalt, hat man da echt Probleme, das aufzuladen. Deswegen verwende ich da zum Beispiel eine Hülle von Otterbox, Defender heißt, die blende ich gerade mal ein. Das ist wirklich so der größtmögliche Schutz, den man sich vorstellen kann und hat vor allem auch noch einen Schutz für die Ladebuchse. Das heißt, man kann die wirklich dicht machen, sodass da kein Staub, kein Wasser reinkommt und die dann wirklich nur öffnen, wenn man effektiv auch ein Kabel dort anschließt. Ja, und danach gibt es dann je nach Anwendungsfall und Tour verschiedene Kamera-Upgrades, die man mitnehmen kann, um einerseits, wie gesagt, ein Backup zu haben und andererseits dann auch qualitativ hochwertigere Fotos und Videos zu machen. Und die erste und kleinste Kategorie sind dabei Actioncams. Und da ist es generell erstmal so, umso größer und schwerer die Kamera ist, desto besser kann die da meistens auch Film und Fotos machen. Und ich habe lange Zeit eine GoPro verwendet und mache das auch immer noch teilweise. Und da würde ich euch erstmal empfehlen, mindestens eine GoPro 10 oder höher zu nehmen. Mittlerweile geht es bis Generation 12. Und GoPro gilt als sehr zuverlässige Marke, die auch schon lange etabliert ist. Und der Vorteil ist einerseits, ihr seht das schon, die ist sehr, sehr klein und leicht. Ich kann die auch mal gerade hier live wiegen mit Akku. Ohne Akku wiegt die 122 Gramm, das hatte ich hier rausgenommen. Ja, und der Vorteil liegt auf der Hand. Das ist etwas, was sehr einfach zu bedienen ist. Ich habe hier die Möglichkeit, einfach, auch wenn die aus ist, auf diesen Knopf zu drücken. Dann zeichnet die das Ganze auf. Die ist wasserdicht, die kann man auch unter Wasser benutzen. Und die liefert teilweise wirklich gutes Material. Ab der Generation 10 zeichnet die mit einer Auflösung von 5,3K auf, was schon sehr, sehr hoch ist. Und da auch mit 60 Bildern pro Sekunde, was ich dann auch so bei der GoPro verwende, da ich eigentlich keinen Qualitätsunterschied gemerkt habe zu der Variante 30 Bilder pro Sekunde. Und die große Stärke bei GoPro ist auf jeden Fall die Stabilisation. Und das ist für mich immer wie Magie. Ohne dass man wirklich einen separaten Stabilisator oder einen Gimbal hat, kann man die GoPro eigentlich in der Hand halten, dabei laufen und das Bild sieht wirklich super stabilisiert und glasklar auf. Das ist natürlich eine Actioncam, die ja für Actionaufnahmen und schnelle Aufnahmen gedacht ist, deswegen ist sie relativ spezialisiert. Fotos kann man nämlich eigentlich gar nicht machen, denn die Fotofunktion bei der GoPro zeichnet nur einzelne Screenshots quasi oder einzelne Frames von einem Video auf. Deswegen macht eigentlich jedes Smartphone bessere Fotos und ich würde die wirklich nur zur Videoaufzeichnung auch verwenden. Auch ein Vorteil ist, dass man die Akkus hier einfach austauschen kann. Das ist wasserdicht, wie gesagt, wenn man die Klappe auch zumacht. Dort ist auch dann ein Fach für eine SD-Karte. Und es gibt zwei Varianten der Akkus und ich empfehle euch da auch mittlerweile die neue Generation, das sind die weißen Akkus, die Long-Life-Akkus, die halten besser bei Kälte als die normalen Akkus. Und ich habe das echt bei Touren gemerkt, wo ich im Winter unterwegs war, bei -4 Grad. Da muss man dann auch zum Beispiel darauf achten, dass alles an Technik und alles, was einen Akku hat, das gilt auch für Powerbanks, am besten im Schlafsack lagert. Weil gerade bei Kälte verlieren diese Akkus halt sehr, sehr viel an Kapazität, nehmen auch teilweise echt Schaden. Und GoPro hat diese weißen Akkus hier herausgebracht, die dann wirklich auch bei harten Bedingungen, bei sehr kaltem Wetter eine deutlich höhere Leistung haben. Und ich merke den Unterschied zum Beispiel auch unter normalen Sommerbedingungen. Deswegen bin ich mit der Akkulaufzeit sehr zufrieden. Ich habe immer einen Backup-Akku dabei. Meistens komme ich mit einem Akku auch durch den Tag, wechsle das dann gegebenenfalls und eins lade ich dann über die Nacht auch auf. Und das kann man auch separat hier an der anderen Seite der Kamera machen und dann einfach mit einem USB-C-Kabel das Ganze von der Powerbank aufladen. Ja, mittlerweile verwende ich die GoPro aber relativ ungern. Und warum mache ich das? Weil ich mittlerweile schon den zweiten großen fehlerhaften Fall hatte, wo meine gesamten Aufnahmen wirklich zum größten Teil irreversibel zerstört waren. Es gibt nämlich leider ein Problem mit der sogenannten Quick-Start-Funktion von GoPro. Das heißt, dass man mit einem Knopfdruck die GoPro nicht nur anschalten kann, sondern auch gleich damit losfilmen kann. Und anscheinend kommt es wirklich von 1 von 100 Fällen dazu, dass irgendwas dann in dem Speicher in der SD-Karte so falsch aufgeschrieben wird, dass die ganzen Aufnahmen, die man getätigt hat, wirklich zerstört sind. Und das hatte ich bei einer Rheinsteigtour und auch kürzlich erst bei einer Moseltour.
Und wenn ihr eine GoPro habt und ihr wollt sicher gehen, dass das Problem nicht auftritt, dann empfehle ich euch wirklich, diese Funktion zu deaktivieren. Das heißt, die Kamera erst manuell hochfahren lassen, anmachen, dann die Aufnahme starten und dann das Ganze wieder beenden und die Kamera ausmachen. Das dauert im Prinzip dann länger. Ich kann auch nicht gewährleisten, dass das Problem dann nicht mehr auftritt, und mich hat es einfach zweimal so jetzt geärgert, dass ich mich entschieden habe, eigentlich die erstmal nicht mehr zu verwenden, gerade wenn es Touren sind, wo ich mehrere Tage auf die Kamera angewiesen bin und teilweise schon 7 Tage lang gefilmt habe. Und wenn sowas dann am 8. Tag passieren würde und die SD-Karte dann kaputt wäre, das wäre nicht schön, deswegen will ich das vermeiden. Nichtsdestotrotz ist GoPro immer noch eine gute und zuverlässige Marke und mit einem Preis von um die 400 € für die neueste Generation auch relativ preiswert, finde ich. Ja, und deswegen setze ich in derselben Kategorie von Kamera, in dieser Kompaktklasse, mittlerweile auf Olympus bzw. OM System. Und da kam vor einigen Monaten relativ neu die neueste Version der ToughCam auf den Markt, nämlich die TG7, die ihr auch hier seht. Und die ist ein bisschen größer als die GoPro, auch leicht schwerer, aber hat verschiedene Vorteile. Einerseits ist das eine richtige Fotokamera. Das heißt, ich kann nicht nur Frames von einem Video aufnehmen, sondern wirklich, wie das bei einer normalen Digitalkamera gewohnt ist, wirklich sehr, sehr hochqualitative Fotos, auch mit Blitz natürlich, falls man das braucht. Und ich habe eigentlich auf jeden Fall eine bessere Qualität als bei jedem Smartphone. Zusätzlich kann ich auch Videos in 4K und 30 Frames pro Sekunde aufnehmen. Das heißt, das sehe ich so als Mindeststandard an. Die Videoqualität ist auch sehr, sehr gut. Man muss dazu sagen, die hat bei weitem nicht so eine gute Bildstabilisation wie bei der GoPro. Das heißt, wenn man die im Laufen benutzt, muss man wirklich darauf achten, die sehr ruhig zu halten. Die hat eine Stabilisation drin, aber auf jeden Fall nicht so gut, finde ich, wie von der GoPro. Nichtsdestotrotz kann man damit sehr gut vloggen. Die hat auch einen Weitwinkel, man hat einen sehr guten Makromodus. Und ansonsten ist die für mich zuverlässiger. Das war der Hauptgrund, warum ich auch gewechselt habe. Das habe ich ja eben gesagt. Ich hatte keine Lust mehr, Aufnahmen zu verlieren. Und bisher bei meinen letzten Tests aus den letzten Monaten ist das bis jetzt noch nicht vorgekommen. Und die GoPro hat auch oft das Problem gehabt, dass sie sich mal aufgehangen hat und dann wirklich eine Minute nicht zu bedienen war. Und solche Softwarefehler hatte ich wirklich bei diesem Produkt, jetzt was schon in der 7. Generation ist, eigentlich gar nicht. Ein kleiner Nachteil, den man bei diesen Kameras findet, das ist bei der GoPro aber noch stärker ausgeprägt, ist, dass sie natürlich aufgrund des kleinen Objektivs nicht so gut sind bei Dunkelheit. Und da hat man ein gewisses Bildrauschen. Die GoPro kann ich zum Beispiel in der Abenddämmerung schon gar nicht verwenden. Vielleicht kennt ihr das aus einigen Aufnahmen von mir, wenn ich mit der Kopflampe gefilmt habe und die GoPro vielleicht an der Stirn habe, dann hat man nur diesen ganz kleinen Lichtkegel gesehen. Bei der ToughCam ist das auf jeden Fall deutlich besser. Das heißt, ich kann da auch bei Dunkelheit und bei Nacht filmen. Natürlich immer noch nicht so wie bei einer richtigen Systemkamera, aber auf jeden Fall schon ein deutliches Upgrade. Der Preis dafür ist auch nur knapp höher. Momentan liegt die bei 550 € und ich finde, damit hat man auf jeden Fall einen Allrounder neben dem Smartphone, womit man genauso alles machen kann. Eingebautes Mikrofon, Fotokamera, Videokamera und eigentlich was wahrscheinlich unkaputtbar ist und für jede Tour geeignet ist. Natürlich ist die auch wasserdicht und ich kann Unterwasseraufnahmen machen, wenn ich das möchte. Deswegen am besten für Leute geeignet, die vielleicht neben dem Smartphone eine richtige Kamera haben wollen und ein Produkt wirklich für alles suchen. Ja, und das Nonplusultra für richtig gute Aufnahmen in der Natur ist dann natürlich eine vollwertige Systemkamera. Und da habe ich mir sehr viele Modelle angeguckt und setze dort auch auf Olympus, nämlich auf die OM5. Und warum habe ich das gemacht? Dieses Modell vereint wirklich alle Vorteile, die ich bei einer Ultraleicht-Tracking-Tour brauche. Und ihr wisst, ich achte vor allem aufs Gewicht. Und ihr seht schon, die ist für eine Systemkamera sehr, sehr kompakt. Und nur das Gehäuse alleine wiegt 414 Gramm und mit dem Objektiv, was man optional sofort relativ günstig dabei kaufen kann, wiegt die, ich wiege gerade nochmal, 670 Gramm. Außerdem ist die sehr, sehr robust. Das heißt, wenn das die Tour erstmal generell erlaubt, dass man die Art von Kamera überhaupt mitnehmen kann. Ich habe auf jeden Fall Touren, wo ich dann lieber noch was Kleineres, Kompakteres und noch Robusteres mitnehmen würde, anstatt eine Kamera mit einem Objektiv noch vorne. Die kann man natürlich schützen, die kann man sich umhängen, die kann man im Rucksack packen. Aber wenn man wirklich lange unterwegs ist, sehr harte Sachen macht, würde ich dann vielleicht lieber nur eine Actioncam mitnehmen oder eine ToughCam. Aber für die meisten Touren nehme ich mittlerweile auch diese Kamera hier mit.
Die Kamera hat eine Staubschutzklasse von IP5X und einen Spritzwasserschutz von IPX3. Und das sind gute Werte. Das schlägt zum Beispiel richtige Profikameras wie die Canon EOS R3 zum Beispiel, die ein Vielfaches von der Kamera kostet. Die ist generell für das, was sie kann und für das, was ich brauche, das Maximale, was ich auch ausgeben würde. Nur die Kamera an sich ohne Objektiv kostet so im Angebot 1100 Euro. Mit dem Objektiv dabei, das ist 12 bis 45 mm, kostet es 1500 Euro. Zusätzlich hat die OM5 auch noch einen Frostschutz, das heißt, die ist sicher bis minus 10 Grad ungefähr. Ich habe ein ausklappbares Display, was ich verschiedenartig orientieren kann. Das heißt, ich kann mich damit auch zum Beispiel so selber filmen, im Selfie-Modus nenne ich es mal. Die Akkulaufzeit liegt bei ungefähr 2 Stunden. Das heißt, für mich reicht es einen kompletten Filmtag. Ich habe eigentlich nie mehr Material bei einem Tag als 2 Stunden. Und nachts kann ich die natürlich dann aufladen. Und auch bei Frost habe ich bisher, wir haben natürlich jetzt gerade Dezember hier, konnte ich jetzt keinen Unterschied bei der Akkulaufzeit großzeitig feststellen, was dann auch sehr, sehr gut ist und bei anderen Kameras durchaus anders war. Ja, zur Qualität braucht man nicht viel sagen. Die ist natürlich mit Abstand deutlich besser als alle anderen Kameras, die ich hier liegen habe. Auch natürlich besser als mein Smartphone. Das liegt großteilig an diesem Objektiv, was ich natürlich auch manuell hier ändern kann. Ich kann damit natürlich zoomen. Ich habe eine eingebaute Stabilisation und ja, die Videoaufnahmen und die Fotos, die sprechen für sich. Sowas kriegt man einfach nicht mit richtig kleinen Objektiven oder auch kleinen Kameras generell so hin. Ja, die OM5 zeichnet mit 4K und 30 FPS auch maximal auf. Das heißt, für mich eigentlich perfekt. Man hat eine überschaubare Dateigröße. Zu Hause rechne ich das Ganze auf 60 Bilder pro Sekunde noch hoch. Die hat sogar einen eingebauten ND-Filter, was man bei anderen Kameras gegebenenfalls auch mit einem separaten Objektiv noch draufschrauben würde. Das kann man sich hier auf jeden Fall auch sparen. Ansonsten gibt es die klassischen Funktionen wie bei allen anderen Kameras, verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ich habe einen Automatikmodus, Porträtmodus, habe diverse Szenen und voreingestellte Filter. Viel benutze ich da meistens gar nicht. Ich nutze sie eigentlich als Point-and-Shoot-Cam, also im Automodus oder wenn ich mal richtig Zeit habe oder auch ein Stativ dabei habe, dann stelle ich noch einige Sachen ein. Aber ja, die Automatik und auch der Fokus beim Video klappt hier, finde ich, sehr, sehr gut. Deswegen ist das auch, was sehr einfach zu bedienen ist. Mittlerweile mache ich die eigentlich nur an, starte die Aufnahme und filme eigentlich los oder mache damit Fotos. Zuverlässigkeit, die ist mir bisher auch noch nie hängen geblieben oder abgestürzt. Habe jetzt aber natürlich die Kamera noch nicht so lange wie meine anderen. Ich denke aber mal, dass die auch so gut zertifiziert ist und auch diesen Frostschutz hat, werde ich da keine bösen Überraschungen überleben. Ja, als kurzes Zwischenfazit schon mal zu den Kameras kann man sagen, dass man natürlich immer das Smartphone dabei haben sollte oder auch dabei hat und das vielleicht für viele erstmal schon generell reicht. Ich würde die GoPro empfehlen, wenn man mal nur sporadisch vielleicht ein Video spontan machen möchte, sich nicht viel Gedanken um Platzierung oder Stabilisation machen möchte und vielleicht mit Ausfällen gegebenenfalls auch leben kann. Für wirklich professionelle Anwendungen würde ich definitiv dann zu der OM5 greifen. Das ist natürlich jetzt unabhängig von Tracking-Touren auch eine Kamera, die man mal so im Urlaub mitnehmen kann. Und wer einfach eine gute Allzweckkamera sucht, die dann auch spezialisiert ist fürs Ultraleicht-Tracking, muss man einfach bei dem Gewicht und der Robustheit so sagen, dann würde ich die OM5 empfehlen. Und bei sehr, sehr harten Anforderungen und wenn man noch was Kompakteres haben möchte und ja, wo es wirklich sehr kalt, sehr nass wird und man vielleicht in den Bergen unterwegs ist, dann greift auf jeden Fall zur Toughcam. Kann man natürlich auch ein bisschen Geld sparen bei der TG7 und hat auf jeden Fall auch immer noch ein gutes Videobild und auf jeden Fall auch ein gutes Fotobild, was dann natürlich auch bei der GoPro zum Beispiel fehlt. Ja, kommen wir zu den Geräten für die Audioaufzeichnung, beziehungsweise Mikrofon oder auch Audiorekordern. Und wie gesagt, einerseits entweder für die Stimme, falls ihr auch irgendwie mal reden wollt bei den Videos und auch Vlogs machen wollt, oder für die Naturaufzeichnung, die natürlich auch mit Videoaufzeichnung in der Natur einhergeht. Und da setze ich von Anfang an, das seht ihr immer wieder in meinen Videos, eigentlich auf den LSP4-Rekorder von Olympus auch. Mittlerweile gibt es da auch einen Nachfolger, den LSP5. Und ich habe mich damals für dieses Gerät entschieden, weil es, wie ihr schon seht, sehr, sehr klein ist und sehr, sehr leicht ist. Ich habe gerade eine Batterie da drin, da kommt nämlich eine AAA-Batterie rein und der wiegt trotzdem nur 76 Gramm. Wir haben hier 3 Mikrofone, das heißt, wir können in Stereo wirklich sehr, sehr gut die Natur aufzeichnen. Und in der Mitte ist noch ein anderes Mikrofon, was man optional an- und ausschalten kann. Ich habe es meistens mit angeschaltet.
Und ich habe das erst wirklich, dieses Stereo-Mikrofon, für meine Stimme und Naturaufzeichnungen verwendet. Das heißt, ich hatte das immer hier am Rucksack so dran geklemmt, an meinem Schultergurt und habe dann meine Stimme aufgezeichnet in Stereo. Das war dann teilweise nicht ganz so angenehm. Stimme sollte man immer mit Mono aufzeichnen. Deswegen habe ich mir mittlerweile, und seit einem Jahr benutze ich das schon, so ein Clip-on-Mikrofon angeschafft. Und das kann man einfach dann per 300 mm AUX-Stecker hier reinstecken. Und ich klippe das dann quasi unter meinem T-Shirt hier dran. Das habe ich normal auch in diesen Videos hier dran. Jetzt gerade zeichne ich mit der Kamera auf und ja, vom Smartphone, da geht der Ton einigermaßen auch in Ordnung. Aber da ist natürlich ein Windschutz dabei. Das heißt, auch im Regen und bei Sturm hört man das noch sehr gut, die Stimme, weil es auch so nah hier dran ist. Und man kann dann eben das Kabel rausziehen und über das Stereo-Mikrofon gegebenenfalls dann auch Naturaufzeichnungen machen. Man kann das Ganze auch festschrauben und zum Beispiel auch wunderbar mit der OM5 koppeln. Das kommt dann einfach hier drauf und je nachdem, in welche Richtung ich dann filme, ist das Stereo-Mikrofon schon optimal auf die Szene im Prinzip ausgerichtet. Und in der Kombination hätte ich dann eigentlich das Beste aus beiden Welten. Ich kann wunderschöne Naturvideoaufzeichnungen machen und wenn ich möchte, das auch abmachen, gegebenenfalls dann noch mit einem Clip-on-Mikrofon bedienen. Ich nutze da das Clippy EM172. Könnt ihr euch gerne mal unten angucken, verlinke ich auch mal, was sehr gut geeignet ist für Naturaufzeichnungen, auch kein Grundrauschen hat. Und deswegen ja, bin ich mit dem Produkt eigentlich sehr zufrieden. Die Batterie, die hier drin ist, ist auch wieder aufladbar. Das Ganze wird mit Micro-USB-C aufgeladen, Micro-USB oder einfach mit einem USB-Stecker, der hier rauskommt, den steckt man dann in die Powerbank rein. Ja, und das Ganze dauert eigentlich nur eine Stunde nachts bei mir und reicht eigentlich auch mehrere Tage von der Akkulaufzeit. Deswegen definitiv eine Empfehlung, entweder dieses Modell oder den Nachfolger LSP5. Optional gibt es dazu noch einen Windschutz zu kaufen, den kann ich auch sehr empfehlen. Der bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel. Man hat immer noch ein kleines Rauschen mit diesem integrierten Mikrofon, wenn es sehr, sehr stürmisch ist. Aber das zieht man im Prinzip einfach nur runter und hat dann eigentlich alles, was man braucht, um auch bei harten Bedingungen noch halbwegs gute Audioaufzeichnungen zu machen. Ja, und falls ihr dieses Jahr meine Videos gesehen habt, zum Beispiel in Portugal und Irland, dann habt ihr vielleicht auch in meinem Rucksack noch 2 weitere Mikrofone gesehen. Auch da habe ich jetzt abgegradet und habe mir den Zoom F3 Recorder geholt. Und das ist wirklich ein Meisterwerk der Technik, ich kann es nicht anders sagen. Der verfügt nämlich über eine 32-Bit Float-Technologie. Auch hier will ich gar nicht zu technisch werden, aber damit kann man wirklich erstklassige Naturaufzeichnungen machen, wirklich auf Dokumentarfilmniveau. Und wenn man früher wirklich in den Wald gegangen ist und möchte da mal irgendwelche Tiergeräusche aufzeichnen, dann hat man teilweise riesige Audiorekorder genommen, die koffergroß waren, verschiedene Mikrofone platziert, die einen gewissen Zentimeterabstand hatten und hatte so dann wirklich gewährleistet, dass man kein Grundrauschen hatte und auch die kleinsten Laute im Wald wahrnehmen konnte. Das kann man mittlerweile alles mit diesem Gerät machen und muss auch eigentlich auf nicht viel anderes achten. Das Ganze ist Plug and Play. Hier kommen 2 XLR-Mikrofone rein. Auch hier habe ich wieder die Mikrofone von Clippy. Das sind die beiden hier. Und ich habe diesen Rekorder entweder im Rucksack hinten drin oder in meiner Hüftgurttasche. Und die Mikrofone habe ich dann hinten an meinen Rucksack befestigt. Und die sind dann auch ungefähr so weit entfernt wie das menschliche Gehör, also die Ohren. Weswegen der Stereoklang, wenn man gerade Kopfhörer auch bei meinen Videos aufhat, finde ich, wirklich einmalig ist und man das eigentlich genauso hört, wie ich das auch höre, wenn ich im Wald bin. Und durch diese 32-Bit Float-Technologie werden quasi gleichzeitig mehrere Mikrofonpegeleinstellungen gleichzeitig verwendet. Das heißt, ihr könnt nachhinein in der Post-Production den Pegel hoch und runter machen, um auch wirklich ganz leise Geräusche einerseits laut zu machen oder wenn noch eine Stimme oder ein Auto irgendwie war, das leiser zu machen, ohne irgendwie ein Grundrauschen zu haben. Und das geht zum Beispiel bei so normalen Audiorekordern nicht und das ist die Besonderheit wirklich bei diesem Recorder. Deswegen habe ich mir den zugelegt, bin auch sehr, sehr zufrieden damit, es ist sehr einfach zu verwenden. Hier sind 2 Batterien drin, es ist Doppel-A, die auch lange halten, aber man kann auch optional eine Powerbank anschließen. Und ich habe da eine 20.000er Powerbank dran von Nitecore, die hier, habe das dann quasi zusammen immer in meiner Tasche liegen, das ist die ganze Zeit daran. Und also die verbraucht schon deutlich mehr Akku als jetzt der Audiorekorder von Olympus, aber es reicht auf jeden Fall für den ganzen Tag und mit der Powerbank komme ich da ein paar Tage hin. Gegebenenfalls kann man auch noch Ersatzbatterien dabei haben und das ist wirklich ein Produkt für alle,
die ja das Nonplusultra, finde ich, suchen, was immer noch kompakt und mobil unterwegs zu tragen ist. Ja, als Fazit kann man auch bei dem Mikrofon sagen, dass die erstmal optional sind. Das heißt, ein Smartphone und auch all diese Kameras haben natürlich integrierte Mikrofone, die auch durchaus ausreichen. Aber gerade zum Beispiel bei der GoPro ist es meiner Ansicht nach sehr, sehr schlecht, nur den Ton von der Kamera zu nehmen. Der klingt immer sehr, sehr blechern. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, noch ein zusätzliches Mikrofon zu nehmen. Und generell gute Audioaufnahmen werten das Videomaterial ungemein auf. Und wenn ihr vielleicht Wandervlogs macht, ist wirklich, finde ich, das Audio und der Ton viel, viel wichtiger als das, was man sieht. Vor allem, wenn man gerade spricht. Und als Allrounder und wirklich Leichtgewicht kann ich da echt diesen LSP4 empfehlen, wenn ihr dann was noch professionelleres wollt, um auch Naturgeräusche wirklich filigran aufzeichnen zu können. Dann ist der Zoom F3 da eigentlich konkurrenzlos. Ja, und zum Schluss möchte ich noch einmal erzählen, wie ich diese Bilder und Videoaufnahmen verwende und vielleicht auch bearbeite. Zur Videobearbeitung benutze ich DaVinci Resolve 18. Mittlerweile ist, glaube ich, die neueste Version. Das mache ich auch schon sehr, sehr lange. Das ist im Prinzip erstmal komplett kostenlos. Es gibt einige Funktionen, die nur in der kostenpflichtigen Variante verfügbar sind, braucht man aber nicht unbedingt. Alles bis 4K-Aufnahmen und vielleicht das Color Grading auch und für die normale Schnittarbeit seid ihr da eigentlich mit der Free-Version bestens bedient. Das ist auch eigentlich, finde ich, vergleichsweise ein einfaches Tool. Vorher habe ich zum Beispiel Sony Vegas benutzt. Mit DaVinci Resolve komme ich sehr gut klar. Man hat verschiedene Grundfunktionen noch, wie die Rauschunterdrückung, leichtes Color Grading, was auch für Anfänger sehr gut zu bedienen ist, und im Prinzip auch die Frame-Interpolation. Das ist etwas, was ich euch immer empfehlen würde. Da kann man eben sowas einstellen, das nennt sich Optical Flow, dass dann im Prinzip auch Aufnahmen, die mit 30 Bildern pro Sekunde sind, auf 60 Bilder pro Sekunde hochgerechnet werden. Und das macht einen Unterschied für mich wie Tag und Nacht. Gerade wenn man durch den Wald läuft irgendwie und die Kamera dreht, dann wirkt das teilweise sehr, sehr abgehackt, sodass man eigentlich nichts erkennen kann. Und mit dieser Einstellung sehen auch Handyaufnahmen oder gerade auch von den Olympus-Modellen diese Bilder eigentlich so aus, als wenn man die wirklich mit einem Gimbal, mit einem Stativ gefilmt hätte. Und man erkennt auch in der Bewegung wirklich filigran, was man da gefilmt hat. Ja, meine Fotos, die sammle ich alle dann auf meinem Rechner, gucke die durch, lösche natürlich alle, die mir nicht gefallen. Und dann benutze ich ein Tool, nämlich Luminar AI. Und das ist ein KI-gestütztes Programm, wo man für ein Foto mal so eine Beispielkorrektur machen kann, so ein Template erstellen kann. Und ich habe zum Beispiel keine Lust, jedes einzelne Foto durchzugehen. Da bin ich ein bisschen zu faul für. Natürlich gibt es Tools wie Lightroom, die auch sehr gut sind, aber Luminar AI ist in der Grundversion kostenlos oft erhältlich. Und da kann ich dann wirklich von einem Trip mir die Fotos angucken, das ein bisschen bearbeiten, was mir gefällt, und dann alle Fotos auf einmal exportieren und die dann speichern. Und ich bin mit den Ergebnissen wirklich sehr, sehr zufrieden. Da kann man zum Beispiel auch Nebel so ein bisschen entfernen und verschiedene andere Farboptimierungen machen, die, wie gesagt, schon alle durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. Und die Fotos, die benutze ich dann teilweise, das seht ihr hier schon, um Fotobücher herzustellen. Das ist zum Beispiel eins von meinem Trip vom Barraway, was ich dieses Jahr gemacht habe in Irland. Und ich mache das über Colorland, das ist einer von vielen Anbietern, wo man diese Fotos im Prinzip zu Fotobüchern machen kann. Ich finde Fotobücher immer sehr, sehr gut. Natürlich ist heute alles digital, aber das ist noch was anderes, die wirklich so gedruckt zu sehen, finde ich, in der Hand zu haben. Und ich zeige die auch gern irgendwie mal, wenn ich Besuch habe oder so. Und ich nutze Colorland, weil das von Preis-Leistung her für mich am besten ist. Ich bin mir sicher, andere Anbieter sind da auch sehr, sehr gut. Aber hier habe ich A3-Format, drucke dann im Prinzip 4 Fotos auf eine Seite, habe sehr, sehr gute Farben. Und wenn man teilweise Groupon noch nutzt, das ist so ein Gutschein- und Couponanbieter, dann kann man diese Codes da für Colorland kaufen und die dann im Warenkorb aktivieren, und dann ist das auf jeden Fall deutlich günstiger. Hört sich hier noch Werbung an, aber ich werde irgendwie nicht von Colorland bezahlt, nur ich bin wirklich überrascht, was das im Vergleich zu einigen Mitbewerbern so kostet. Wenn man zum Beispiel nach DM geht und sich da Fotobücher macht, ist das teilweise sehr teuer. Und hier habe ich dann teilweise, ich glaube 60 bis 80 Seiten hochqualitativer Fotos, die super gedruckt sind. Und eigentlich mache ich das bei allen großen Touren, ein Fotobuch, und habe mittlerweile so 10, 12 Stück von allen Touren, gucke die auch regelmäßig durch. Deswegen ist das eigentlich eine gute Möglichkeit, um seine Fotos dann auch mal zu verwerten und auch langfristig was davon zu haben.
Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick über mein Equipment geben, was ich zum Film und zum Fotomachen verwende. Ich hoffe, das war nicht allzu technisch oder vielleicht für einige Leute auch zu wenig technisch. Aber wenn ihr spezielle Fragen noch habt zu den Kameraeinstellungen oder zu den Programmen, die ich verwende, wie ich die Bildbearbeitung mache, dann könnt ihr mir sie sehr gerne in den Kommentaren stellen und ich antworte dann. Ansonsten alle Sachen, die ich hier gezeigt habe, verlinke ich wie immer auch in der Beschreibung. Ja, hat euch das Video gefallen, würde ich mich ebenfalls freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.